Diese 8 Trackbikes unter 10.000 € sind schneller als du denkst. Wenn dein Budget nicht reicht für ein aktuelles Superbike, du aber mit 10.000 € trotzdem ein starkes Rennmotorrad suchst, dann pass jetzt genau auf. Ich zeige dir, was es aktuell an guten, zuverlässigen Motorrädern für die Rennstrecke gibt, für ein stabiles Budget um 10.000 €. Natürlich musst du dir bewusst sein, dass hier keine aktuellen Superbikes dabei sein werden, die frisch aus dem Laden kommen und du zum Teil auch nochmal ein bisschen selbst Hand anlegen musst, um die Maschine dann ordentlich durchzuchecken oder gegebenenfalls noch Dinge dran umzubauen. Aber generell bekommst du für das Budget schon sehr, sehr solide Bikes, die auch leistungstechnisch noch gut mit aktuellen Motorrädern mithalten können. Das Wichtigste dabei ist immer, dass du ein für dich, deine Bedürfnisse und deinen Geldbeutel passendes Motorrad findest, mit dem du wirklich schon richtig viel Spaß haben kannst. Wer schrauberbegabt ist und vor der Arbeit nicht zurückschreckt, sollte auch immer ein Auge auf Unfallmotorräder haben, die man gegebenenfalls entsprechend günstig kaufen kann und ganz nach seinen Wünschen dann selbst wieder aufbaut. Optische Mängel durch Ausflüge ins Kiesbett sind dabei gern zu verkraften, solange die Technik passt. Hier allerdings genau darauf achten, was kaputt ist und durchrechnen, ob sich der Neuaufbau mit entsprechenden Teilen lohnt und immer das Risiko im Hinterkopf behalten, dass unvorhersehbare Schäden und damit auch Kosten entstehen können. Achte deshalb schon beim Kauf drauf, ob das Bike generell in einem technisch gepflegten Zustand ist und vom Vorbesitzer gut gewartet wurde. Meine R1 zum Beispiel war ein verunfalltes Straßenmotorrad, die Schäden waren aber im reparablen Bereich und haben fast ausschließlich Straßenteile betroffen, die für mich als Rennstreckenumbau sowieso irrelevant waren. Und so konnte ich dann das Motorrad für ein bisschen über 7.000 € kaufen und nach meinen Wünschen für die Rennstrecke auf- und umbauen. Ich habe hier jetzt eine Auswahl an verschiedenen Motorrädern von Naked Bike bis Supersportler und sowohl 600er als auch Literbikes rausgesucht, sodass für jeden was dabei ist. Aber schreib jetzt erstmal unten in die Kommentare, welches Motorrad du gerade auf der Strecke fährst und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Die Triumph Street Triple 765 RS ist in dieser Preisklasse ein echtes Highlight, weil du sie teilweise fast neuwertig bekommst. Besonders die 2024er Modelle mit sehr wenig Kilometern. Gleichzeitig findest du aber auch ältere Baujahre, wie zum Beispiel die 2017er Modelle, schon um etwa 6.000 €, was das Preis-Leistungs-Verhältnis dann nochmal attraktiver macht. Schon ab Werk bekommst du hier also ein Paket, das viele Motorräder erst nach teuren Umbauten erreichen, wie ein voll einstellbares Fahrwerk mit Öl ins Federbein und Schubbergabel, dazu Quickshifter mit Blipper, starke Brembo-Bremsen und ein Motor, der nicht nur gut geht, sondern sich auch noch fantastisch anhört. Der 765 Kubik große Reihen-Dreizylinder liefert 130 PS bei ungefähr 12.000 Umdrehungen und 80 Newtonmeter bei ungefähr 9.000 Umdrehungen. Und mit nur 166 Kilo trocken bzw. 188 Kilo fahrfertig ist das Bike extrem leichtfüßig und erreicht ungefähr 235 km/h Spitze. Dazu kommt, die Street Triple 765 RS hat keine gravierenden Schwachstellen, ist extrem beliebt und hat dadurch einen starken Gebrauchtmarkt. Ersatzteile, Tuningteile und Zubehör sind reichlich vorhanden. Und das Beste ist, wenn du ein Motorrad suchst, das direkt out of the box funktioniert, ist die Streety kaum zu schlagen. Wenn du lieber mit was kleinerem oder einsteigerfreundlicherem beginnen willst, dann ist die Yamaha R7 eine sehr interessante Option. Für rund 10.000 € findest du hier viele Angebote und bekommst ein robustes, zuverlässiges Bike, das vor allem für Anfänger auf der Rennstrecke hervorragend geeignet ist. Der Motor ist ein 689 Kubik großer Zweizylinder Crossplay mit 73 PS und ungefähr 67 Newtonmeter. Das wirkt jetzt nicht unbedingt spektakulär, aber gerade das macht die R7 zugänglich, weil sie dich nicht direkt überfordert. Das Fahrwerk ist stabil, die Bremsen standfest und mit ihren 188 Kilo Vollgetank lässt sich die R7 spielerisch in jede Ecke werfen. Radial montierte Vierkolbenanlage mit Brembo-Pumpe sorgen für einen klar definierten Druckpunkt, der sofort Vertrauen schafft. Und die voll einstellbare Kayaba Upside-Down-Gabel bietet eine gute Mischung aus Komfort und Kontrolle, während das Federbein hinten solide arbeitet. Allerdings müssen große, schwere Fahrer dann doch schon ein bisschen in Feintuning investieren. Das Design wirkt modern, der Preis ist attraktiv und die R7 vermittelt sowohl auf der Landstraße als auch auf der Rennstrecke viel Fahrfreude. Auf Trackdays sieht man sie allerdings noch nicht besonders häufig, weshalb die Ersatzteilversorgung vor Ort manchmal schwieriger sein kann. Online bekommst du aber genug Ersatz- und Tuningteile, ist überhaupt kein Problem. Kleine Schwäche, die geringe Leistung kann für ambitionierte Fahrer ein Nachteil sein. Und die frühen Modelle, die hatten noch keinen Blipper Quickshifter drin, das wird jetzt erst bei der neuen Version ergänzt. Wenn du also ein Bike willst, was dir Fahrtechnik beibringt, anstatt dich zu überfordern,
dann bleibt die R7 extrem spannend. Mit etwas Glück und gutem Verhandlungsgeschick findest du in der Preisklasse um 10.000 Euro auch schon eine Yamaha R6 RJ27. Häufiger tauchen aber die Vorgänger RJ11 und RJ15 auf, die selbst heute noch zu extrem hohen Preisen ab ca. 7.000 Euro gehandelt werden. Achte besonders darauf, viele Maschinen werden als sogenannte RJ11 oder RJ15 RJ27 Mutanten angeboten. Das bedeutet, dass eine ältere R6 technisch unverändert ist, aber die komplette Verkleidung im Stil der RJ27 montiert wurde. Hier solltest du also genau hinschauen, um wirklich zu wissen, welches Modell du kaufst und ob der Preis dafür auch angemessen ist. Die RJ6 gehört aber weiterhin zu den beliebtesten Rennmotorrädern und die Versorgung mit Ersatzteilen und Tuningteilen ist sehr, sehr gut. Allerdings werden sie nach und nach leider immer weniger auf dem Markt und speziell die RJ27 ist noch nicht so stark verbreitet, dass es dafür schon eine Riesenmenge an gebrauchten Teilen gibt. Dafür bekommst du aber bei den bekannten Tunern und in den Shops weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Umbauteilen. Wer auf ein pures Supersportgefühl steht, kommt an der R6 fast nicht vorbei, auch wenn man genau hinschauen muss, was wirklich drin steckt. Für rund 10.000 Euro hast du bei Suzuki quasi freie Auswahl. Egal ob GSX-R 600, 750 oder GSX-R 1000, alles ist in dem Budgetbereich zu finden. Suzuki liefert hier einen riesen Vorteil, Zuverlässigkeit und niedrige laufende Kosten und das über fast alle Baujahre hinweg. Die neueren Modelle sind seltener, aber gerade die älteren K-Modelle aus den mittleren und späten 2000er Jahren sind bis heute extrem beliebt. Sie gelten als preis-leistungsstarke Arbeitstiere und viele Trackday-Fahrer haben genau mit diesen Modellen angefangen. Dank Suzukis Baukastensystem passen extrem viele Teile modellübergreifend und Ersatzteile sind dadurch kaum ein Problem. Ich selbst war mit meiner 750er K4 als Einsteiger sehr zufrieden und finde bis heute, dass sie eine der zuverlässigsten und langlebigsten Einsteigermotorräder für die Rennstrecke überhaupt ist. Wenn du ein Bike willst, was einfach funktioniert und wenig kostet, eine GSX-R ist fast immer die sichere Wahl. Die erste Generation der BMW S1000 Doppel-R fällt ebenfalls in diese Preisklasse. Viele Modelle ab 2011 starten schon bei ca. 6.000 Euro und du findest Angebote bis etwa 2015, oft mit sehr unterschiedlichen Umbauten oder Laufleistungen. Hier gibt's alles, gepflegte Straßenmotorräder, fertige Racebikes oder Maschinen, die schon mal im Kies waren. Typisch erkennbar ist die K46 natürlich an den asymmetrischen Scheinwerfern. Wichtig zu wissen, die K46 ist leistungsstark und beliebt, aber sie hat eine bekannte Schwachstelle. Der Motor kann unter bestimmten Umständen hochgehen und sollte daher immer besonders gut gewartet werden. Abgesehen davon bleibt die S1000 Doppel-R ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad mit viel Leistung, guter Ausstattung und einer guten Ersatzteilversorgung. Bei fast jedem Trackday wirst du mehrere BMWs sehen, was bedeutet, Hilfe, Teile und Erfahrung bekommst du vor Ort eigentlich immer. Die S1000 Doppel-R ist auch heute noch ein Biest, aber eins, bei dem du auf die Historie genau achten sollst. Die Aprilia RSV4 ist ein absolutes Highlight, aber in dieser Preisklasse musst du gut unterscheiden. Die APAC-Modelle ab 2012 bekommst du bereits so rund ab 6.000 Euro, allerdings hatten diese früheren Modelle noch einige Kinderkrankheiten, besonders im Bereich von Elektronik. Beispielsweise Ausfälle von Traktionskontrolle etc., wie ich selbst erlebt habe. Wenn du eine zuverlässigere Version willst, solltest du nach den Modellen ab 2015-2016 Ausschau halten. Die kosten meist so ab etwa 8.000 Euro, sind aber deutlich stabiler und auch moderner. Die SV4 begeistert mit einem fantastischen V4-Motor, einem sehr, sehr guten Fahrwerk, starken Bremsen, einer sportlichen Sitzposition, vor allem für kleinere Fahrer und einem unfassbar schönen Klang. Bei Trackdays findest du sehr viele Aprilias und die Versorgung mit Ersatzteilen und Tuningteilen ist ebenfalls gut. Achte beim Kauf besonders darauf, dass die Kundendienste gemacht wurden, vor allem der große 20.000er Service mit Ventilspiel. Wer V4-Feeling will, bekommt mit der RSV4 eines der emotionalsten Motorräder überhaupt, aber die Wahl des richtigen Baujahrs ist entscheidend. Die ZX-10R der Baujahre 2014 bis 2016 kriegst du ebenfalls für unter 10.000 Euro. Die Modelle gelten als gute, zuverlässige und standfeste Motorräder, die nicht viel Drama machen. Sie hat zwar nur eine kleine Fangemeinde und ist deshalb auf Trackdays nicht ganz so häufig zu sehen wie Yamaha, Suzuki oder BMW, aber genau das macht sie interessant, wenn du was suchst, was eben nicht jeder fährt. Wenn du ein solides Trackbike willst, das nicht im Mainstream untergeht, dann ist die ZX-10R ein echter Geheimtipp. Dann noch die Honda CBR 1000RR SC59, die du schon ab 5.000 bis 6.000 Euro bekommst. Sie ist ein solides, zuverlässiges Motorrad, das auf der Rennstrecke gut funktioniert und kaum Probleme macht.
Allerdings ist sie auf Trackdays eher selten geworden, weil in der Preisklasse gibt es heute deutlich modernere Alternativen, wie zum Beispiel die RSV4 oder die S1000RR, die mehr Ausstattung, mehr Leistung, Elektronikpaket und einfach mehr Potenzial bieten. Deshalb sollte man die SC59 eher als Tipp für Enthusiasten sehen, aber jetzt nicht als das stärkste Gesamtpaket im Vergleich zu den anderen Empfehlungen. Wenn du ein ehrliches, unkompliziertes Motorrad willst, die SC59 liefert, aber wirkliche Konkurrenzfähigkeit findest du heute definitiv woanders. Du hast jetzt vielleicht noch Motorräder wie neuere BMW S1000RR, Yamaha R1 oder verschiedene Ducati-Modelle vermisst, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Abgesehen von ein paar günstigen Nuggets, die selten zu finden sind, tauchen die Modelle dann erst in höheren Preisregionen ab ca. 12.000 bis 13.000 Euro oder höher auf. Und wenn dein Budget aber maximal 5.000 Euro beträgt, dann findest du das passende Video hier.